Reis ist ein wichtiger Bestandteil vieler persischer Gerichte. In diesem Video zeigen wir euch, wie man Reis auf persische Art zubereitet, aber auch einen Vergleich zur japanischen Art der Reiszubereitung. Dazu treffe ich einen talentierten jungen Chef hier in Teheran, der sowohl die Geheimnisse der persischen als auch der japanischen Küche sehr gut beherrscht. My name is Ali Reza. I'm a food lover, a food painter, a food researcher, and also a cook. My vision now is to have a strong team to grow up my child. I'm in Bushido. Nice. In Bushido, we offer Asian foods. We follow the motto that I wrote. It says, valorize what you eat. Wir haben uns eine Weile der Sushi-Kreation gewidmet. Ich muss sagen, sein Sushi war wirklich ein Geschmackserlebnis. Und jetzt frage ich mal, was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen der Reiszubereitung auf persischer und japanischer Art? The main distinctions are about the shape. The Japanese rice is a little bit rounded and egg-shaped, but Iranians are tall, not that much, but I mean a little bit elongated. Und iranischer Reis hat einen besonderen Duft. Wir haben zweimal Reis zubereitet. Einmal auf japanische und einmal auf persische Art. Bereit für Tipps aus zwei Küchen? Hier zeigt euch ein Profi, wie es geht. Erst zeigte er mir die Kunst der Zubereitung von japanischem Reis, insbesondere für Sushi. Nachdem er die gewünschte Menge in ein Sieb abgemessen hatte, gab er den Reis in eine Schüssel und fügte Wasser hinzu. Hier bemerkte ich einen Unterschied. Er begann den Reis sorgfältig zu waschen, indem er die Reiskörner zwischen den Händen rieb. Wir spülen den japanischen Reis gründlich ab, um den Reisstaub zu entfernen. So vermeiden wir, dass der Reis nach dem Kochen klebrig wird. Er wiederholte diesen Vorgang so oft, bis die Reiskörner deutlich weißer waren. Dann gab er den Reis in einen Topf und fügte Wasser hinzu, wieder in einer ganz bestimmten Menge. Dann setzte er eine Alge namens Kombu in den Reis. Nachfolgend hat er den Reis gekocht und das war's. Und nun erklärt uns der Chef, wie man Reis auf persische Art zubereitet. Hallo, heute zeigen wir euch, wie man Reis auf persische Art zubereitet. Den Reis habe ich gestern Abend in Wasser mit Steinsalz eingelegt. Jetzt ist er bereit zum Kochen und Garen. Das ist der Reis, den wir verwendet haben. Wenn ihr das Aroma gut riechen wollt, nehmt etwas davon in die Hand, haucht und schon könnt ihr das schöne Aroma wahrnehmen. So, er schüttet das Wasser weg. Mit etwas zusätzlichem Wasser wird sichergestellt, dass alle Reiskörner herausgespült werden. Nun prüft er den Salzgehalt des Reises.
So ist es in Ordnung. Das überschüssige Salz haben wir durch Spülen entfernt. Jetzt können wir es ins kochende Wasser geben. Auch hier achtet ihr darauf, dass kein Reiskorn verloren geht. Es ist sehr wichtig, wie man den Reis umrührt, denn der iranische Reis ist sehr zerbrechlich. Wir müssen den Schaumlöffel von der Ecke aus ins Wasser einführen und ganz langsam nach oben ziehen. Den Schaum auf dem Reis müssen wir auf jeden Fall beseitigen. So können wir den Schmutz, der beim ersten Waschen nicht entfernt wurde, vollständig raussieben. Sobald sich die Körner ausdehnen, müssen wir den Topf vom Herd nehmen. Timing ist alles. Zum Testen werfen wir ein paar Reiskörner ins Sieb. Wie klingen sie? Wenn sie wie Bälle aufprallen, ist der Reis bereit zum Abgießen. حالا اگه ما حجم بالایی از برنج رو داشته باشیم مثلا توی دیگی داشته باشیم یه تکنیکی هست به نام آبدست. Wenn wir eine größere Menge Reis zubereiten, zum Beispiel in einem großen Topf, verwenden wir eine Technik namens Abdast. Wenn wir eine große Menge Reis haben, kann das Abtropfen vom oberen bis zum unteren Reis 2-3 Minuten dauern. Damit der bereits abgetropfte Reis nicht zerfällt, gießen wir zwischendurch Wasser mit einer Temperatur von 60 bis 70 Grad darüber. Das Highlight des persischen Reises ist natürlich Tahdig, die knusprige Bodenschicht. Tahdig kann auf verschiedene Arten zubereitet werden, zum Beispiel mit dem Reis selbst oder mit einem dünnen Brot wie Lavash. Unsere Empfehlung: Tahdig mit Kartoffeln. Hierfür die Kartoffel schälen, waschen und in Scheiben schneiden. Im Topf etwas Wasser und reichlich Öl hinzufügen. Wir legen die Kartoffel in Wasser, um die Stärke zu entfernen und ihr eine bessere Textur zu verleihen. Die Art und Weise, wie man den Reis in den Topf gibt, ist sehr wichtig, sonst kleben die Reiskörner zusammen. Kleine Schüttelbewegungen helfen, die Körner gleichmäßig zu verteilen. Außerdem sollte der Reis kegelförmig im Topf ausgelegt werden, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten. Und hier noch ein Hack. Einfach ein paar Löcher in den Reis machen, damit der Topf atmet und die Hitze besser zirkulieren kann. Noch ein Tipp: Wir legen ein Tuch auf den Deckel. Das zieht die Feuchtigkeit an und verhindert, dass das gesammelte Wasser unter den Deckel tropft und unseren Reis matschig macht. Im Iran gibt es meist Gasherde. Daher empfiehlt es sich, einen Flammenverteiler zum Reiskochen zu verwenden. Wir starten mit starker Hitze, um eine knusprige Kartoffelkruste zu bekommen. Wir haben einen Kupfertopf verwendet, weil Kupfer dem Reis einen sehr guten Geschmack verleiht. Nach ca. 5 Minuten verringern wir die Temperatur und lassen den Reis sanft köcheln. Schauen wir mal rein. Ein leichtes Klopfen auf den Topf und der Reis zieht wunderbar. Auch der letzte Test hat also geklappt. Jetzt geben wir den Reis in die Schüssel. Auch hier ganz vorsichtig. So, das hier ist der iranische Reis und hier der japanische Reis. Wir haben heute
Vermicello zubereitet, den weißen Reis, der typischerweise als Beilage zu Gerichten wie Kebab oder Koresh serviert wird. Für eine besondere Note kann man ihn mit Safran dekorieren. Wenn wir den Reis nicht abgießen und so lange kochen lassen, bis das Wasser vollständig absorbiert ist, haben wir Kate, ebenfalls eine Beilage oft zu Phan Kebab. Polo hingegen beinhaltet eine Mischung von Reis mit verschiedenen Zutaten. Das kann eine schlichtere Variante mit Kräutern, Bohnen oder Linsen sein, serviert als Beilage, oder eine aufwendige Variante wie Lubia Polo, bei dem die Zutaten geschichtet und gedämpft werden, um ein vollständiges Gericht zu erhalten. Die persische Küche bietet eine Fülle von Reisgerichten von einfach bis raffiniert. Wir laden euch dazu ein, diese Vielfalt auf chefofpersia.de/Rezepte näher kennenzulernen.